Ja, guten Morgen. So, wir sind nun in Seattle angekommen. Der letzte Hafen, jetzt geht's weiter. Was euch heute alles erwartet, gleich nach dem Intro. Also, als erstes, das Feedback über die Reise kommt in diesem Schiff. Dann seht ihr, wenn ich einen Fensterplatz habe, natürlich den Flug. Und heute ganz speziell, ich mache noch eine Exkursion und zwar die Highlights von Seattle. Also, ich lasse mich echt überraschen. Das einzig Dumme bis jetzt ist, es regnet und meine Jacke ist im Koffer, der schon bereits aufgegeben ist und ich ihn nicht mehr erreichen kann. Ja, bin selber schuld. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, so, ich glaube, das war's jetzt dann auch langsam. Wir waren jetzt am Schluss noch bei diesem Markt. Der ist riesig, riesig. Er ist über 5 Stockwerke. Und das Interessante ist halt, du beginnst von der einen Seite an sich auf dem 5. Stockwerk, weil dort der Eingang ist, also weil dort die Straße ist. Aber auf der anderen Seite geht's halt so weit runter, dass du 5 Stockwerke hast. Ja, also richtig cool. Da gibt's alles von Essen, Restaurant, Blumen, Shops, alles. Also da drin gibt's gefühlt alles. Je weiter runter du kommst, desto spezieller wird es. Ja, jetzt geht's zurück zum Flughafen, oder jetzt geht's zum Flughafen. Mal schauen, was ich da noch finde. Bye bye. You're out of love again. It's hard to make you into a friend, but if I could, you know I would pretend. You're out of luck again. I lead you down a path with no end. I lure you there with promises to make. I've been in the dark most of my life, but I'm lying up, coming up for air, and living with fears most of my years. But I can't dream up, come on up for air. Ba-da-ba-ba-ba. You're out of love again. You gave yourself to too many men, and told yourself you loved all of them. I've been in the dark most of my life, but I'm lying up, coming up for air, living. Ja, hallo zusammen. So, ich bin in LA angekommen, ich bin in meinem Zimmer angekommen, alles wunderbar. Jetzt noch der Abschluss meines Filmchens, und zwar das Fazit der Reise. Und ich muss echt zugestehen, ich tue mich aktuell ein bisschen schwer damit. Ich hatte auf dieser Reise das eine Extrem und das andere Extrem. Ich habe auf dieser Reise unglaublich coole Gäste kennengelernt, richtig coole Gäste. Wir hatten in der ersten Woche die perfekte Solo-Gruppe, sowas habe ich noch nie erlebt. Generell habe ich natürlich sowas noch nie erlebt, aber das war echt richtig top. Ich habe diese Leute, und zwar gefühlt alle, die in der Hauptgruppe, sage ich jetzt mal, dabei waren, echt so richtig ins Herz geschlossen, das nach 7 Tagen. Das war unglaublich. Ich hatte auch in der zweiten und dritten Gruppe wirklich coole Leute dabei. Die Gesamtgruppe war für mich aber nicht gleich dynamisch und haben gemeinsam etwa gleich viel unternommen wie die erste Gruppe. Also da war die erste Gruppe wirklich richtig einmalig, unschlagbar, durchgemischt von älter nach jünger. Wir haben alles zusammen gemacht. Das war richtig, richtig cool. Das war ein Erlebnis top. Es gibt ein Department, das ist genial. Ich werde auch jetzt kurz ein Bild einblenden von ein paar Jungs und Mädels. Es waren insgesamt etwa 30 Leute im Lasertag, Go-Kart und Galaxy Pavilion. Ich habe aber nicht alle auf das Foto gekriegt. Das Department hat mir richtig gut gefallen, muss ich echt zugestehen. Ich war da echt auch sehr oft dort. Auch die sind mir richtig ans Herz gewachsen. Das war richtig schön, das war wirklich richtig cool. Ich habe viele schöne
Stunden dort verbracht. Es war wirklich richtig cool, richtig cool. Ansonsten gibt's überall so einzelne Crewmitglieder, die hervorgestochen haben. Als kleines Beispiel Junior von der Solo-Gruppe, Organisation. Es gibt überall einzelne. Es ist aber nicht, wie ich eigentlich sonst immer habe, die perfekte Crew. Das habe ich sonst fast immer das Gefühl. Diesmal war das echt nicht ganz so. Ich hatte auch ein paar Sachen, wo ich echt sagen muss, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe 9 T-Shirts, die alle verfärbt sind. Nach längerem Hin und Her hat man sich dann entschuldigt und gesagt, ja, okay, das war wahrscheinlich Ihr Fehler. Ja, mein Fehler kann es nicht sein. Ich hatte eine Situation, dass ich einen Termin hatte im Spar, auf einem Zettel ausgedruckt vom Spar steht 5:15 Uhr. Als ich 5:10 Uhr dort bin, sagt man mir, ich sei jetzt eine halbe Stunde zu spät. Als ich mich zu rechtfertigen versuchte und sagte, ja, aber auf meinem Zettel steht 5:15 Uhr, hat man das abgelehnt, das kann nicht sein, sowas ist nicht möglich, da muss ich das falsch gelesen haben, und dann brachte ich ihnen den Zettel vorbei, und anstatt dann einfach zu sagen, oh, Entschuldigung, dann ist das ein Fehler von uns, hieß es dann, ach, dann sind Sie einer von diesen 1000, wo das System einfach von alleine umbucht, und sag doch einfach Entschuldigung. Das reicht, ist okay. Das sind solche Momente, wo ich sonst nicht kenne auf einem Kreuzfahrtschiff, und das ist so für mich so, ja. Ich sage nicht, dass NCL schlecht ist, in keiner Art und Weise. Ich kann jetzt schon bereits vorgreifen, das wird ja noch ein Vergleichsvideo geben, ich hoffe, es euch ganz fest, ist NCL für mich die schwächste Reederei von der Reederei her. Die Fahrt selber war echt cool. Ich habe viele unglaubliche Momente erlebt, viele erstes Mal Kolumbien, erstes Mal Costa Rica, erstes Mal Guatemala, erstes Mal Panama City oder Panama generell, das erste Mal Mexiko an der Pazifikküste, das erste Mal so richtig segeln. Ich habe wirklich richtig viele schöne Augenblicke erlebt. Ich habe sehr Unterschiedliches erlebt. Ich hatte heiß, es war so heiß. Als kleines Beispiel, neben dem Lasertags hat es 2 Lüftungskanäle, die vom Spar kommen. Ich hatte in der Karibik nach dem Lasertag so heiß, dass ich vor diesen Lüftungskanälen stand und mich einfach von kalter Luft anblasen ließ. Das war echt richtig schön. Ich hatte es so kalt in Kanada, dass ich nach dem Lasertag fast erfroren wäre und neben diesen Klimaanlagen hingestanden bin, aber jetzt nicht kalte Luft herauskam, sondern warme Luft, um mich aufzuwärmen, Entschuldigung. Ja, also es war wirklich, ich habe vieles erlebt, von ganz kalten Tagen zu ganz heißen Tagen. Es war an sich eine wunderschöne Reise, das will ich wirklich festhalten, eine wunderschöne Reise mit ein paar negativen Erinnerungen, die ich auch behalten werde. Also als Beispiel Guatemala, da kann aber das Schiff nichts dafür, da kann die Reederei nichts dafür. Das ist meine persönliche Empfindung, die ich damals hatte. Ja, darum sage ich es ist durchmischt. Ich glaube, ich bin das erste Mal nach 30 Tagen von einem Schiff runtergegangen, ohne eine Träne zu vergießen. Sonst zerreißt es mich innerlich, wenn ich von der Mein Schiff oder einer AIDA nach 30 Tagen runter muss und so viele Freunde kennengelernt habe und die jetzt alle wieder verlassen muss und. Die Verbindung hier war zur Crew echt viel, viel weniger intensiv als zum Beispiel nur schon 2 Wochen Symphonie of the Sea. Also die 2 Wochen Symphonie of the Sea habe ich engeren Kontakt getroffen zu Crew als hier nach einem Monat. Das ist echt noch ein bisschen speziell. Aber ja, sonst, mir hat's wirklich gefallen. Ich habe viele schöne Sachen gesehen. Das muss ich echt zugestehen. Ich habe viele, viele schöne Sachen gesehen. Ich hoffe, ihr auch. Bei mir geht's jetzt weiter mit 2 Monate, Entschuldigung, meine Deutsch wird echt immer schlimmer, mit 2 Monaten LA, Santa Monica, Sprachschule.
Ich bin hier tagsüber oder halbtagsüber in der Sprachschule. Ich werde morgen erst sehen, ob ich morgens oder Nachmittagsschule habe. Ich hoffe morgens. Normalerweise organisiert ab und zu die Schule nachmittags etwas. Ich lasse mich echt etwas überraschen. Ich hoffe, dass ich doch 1-2 Mal die Woche einen Ausflug machen kann, wo ich etwas zum Filmen mitnehme für euch. Von dem her, ich werde jetzt einfach mal schauen, wie oft das Content kommt. Ich wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Zeit. Wenn irgendetwas ist, wenn eine Frage offen ist, meldet euch. Ich versuche die jederzeit zu beantworten. Also, bye bye.